Hallöchen, ihr Lieben. Im heutigen Video widmen wir uns der Frage, kann jeder zeichnen? Und zwar erreichen mich immer wieder Nachrichten, die ungefähr so gehen: Hey, du kannst so gut zeichnen, ich kann nicht zeichnen, ich kann wenn dann nur Strichmännchen. Oder du hast so viel Talent, ich habe kein Talent und kann deswegen nicht zeichnen. Ich kann nur meine Meinung dazu sagen und ich sage, jeder kann zeichnen. Und zwar antworte ich dann meistens: Nimm doch einfach mal einen Stift in die Hand und probiere einfach Sachen aus. Versuche verschiedene Motive zu zeichnen. Ich habe anfangs auch sehr viel ausprobiert. Ich habe auch Autos gezeichnet, Blumen gezeichnet, Menschen gezeichnet, wie einige wissen. Das ist ja nicht so mein Ding. Ich habe aber auch so ein bisschen in die abstraktere Richtung, sage ich mal, was ausprobiert mit Formen und Farben. War auch nicht so mein Ding. Und dann bin ich relativ schnell bei den Tierporträts hängen geblieben. Und das hat mir von Anfang an super viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, darauf konzentriere ich mich jetzt und da baue ich jetzt drauf auf. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Faktor: Es soll Spaß machen. Es bringt natürlich nichts, sich zu etwas zu zwingen, und dass das Hobby dann auf Zwang besteht. Dann ist das vielleicht nicht das richtige Hobby für euch oder ihr habt noch nicht euer richtiges Material gefunden. Deswegen probiert euch da einfach so ein bisschen aus. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Fragen zu diesem Thema, die sich wahrscheinlich einige immer wieder stellen. Und zwar die erste Frage ist: Braucht man Talent zum Zeichnen? Ich sage, es spielt eine untergeordnete Rolle, aber ob man es wirklich braucht, ist fragwürdig, würde ich für meinen Teil sagen, weil man mit viel Übung einfach sehr viel ausgleichen kann. Also ich finde, Talent ist eher vielleicht etwas, ja, wodurch man sich schneller weiterentwickeln kann, weil man zum Beispiel ein besseres Gefühl für Form und Farben hat oder auch eine gute Beobachtungsgabe und sich deswegen gut und schnell weiterentwickeln kann. Das ist, das sind aber auch alles, wie gesagt, ist das meine Meinung zu diesem Thema. Das ist nichts Wissenschaftliches, es ist meine Meinung zu diesem Thema. Ich finde, man braucht kein Talent. Wenn man viel übt und Spaß an der Sache hat, kann man genauso gut werden. Zu der nächsten Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, die auch gerade anfangen. Ja, wie fange ich eigentlich an? Und zwar kann ich da eigentlich nur so für die realistische Seite sprechen. Ich kann auf jeden Fall sagen, probiert verschiedene Motive aus, schaut, wo ihr am meisten Spaß dran habt und schaut vielleicht auch schon, welches Material euch am meisten Spaß macht. Und dann habe ich einen Tipp für euch: Fangt an, erstmal in Schwarz-Weiß zu zeichnen. Denn so lernt ihr erstmal den, ja, für ein realistisches Bild wichtigen Kontrast. Und später könnt ihr dann noch mit Farben arbeiten. Deswegen, wenn ihr relativ günstig starten wollt, nehmt zum Beispiel erstmal Bleistift und probiert damit so ein bisschen aus. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe bei den Tierporträts gleich komplette Porträts gezeichnet. Also nicht so einzelne Teile, sondern gleich komplette Porträts. Und ja, wie ihr das machen wollt, ist natürlich euch überlassen. Aber wenn ihr jetzt wisst, ihr habt jetzt Probleme, eine Hundenase zu zeichnen oder äh, ein Stehohr von einer Katze zum Beispiel mit den kleinen Härchen da drin, dann probiert das doch einfach mal aus, dass ihr euch vielleicht einmal nur auf dieses Detail konzentriert. Das kann ich nur mit auf den Weg geben. Wie ihr das letzten Endes handhabt, ist natürlich euch überlassen. Dann fragen sich noch viele: Spielt das Material eine Rolle? Brauche ich sehr gutes Material, um auch gute Ergebnisse zu erzielen? Dazu kann ich nur sagen, ja und nein. Also ähm, meine Meinung ist allgemein Qualität vor Quantität. Gerade auch was zum Beispiel Buntstifte, Pastell- oder Aquarellfarben angeht. Kauft lieber weniger und setzt euch wirklich mit diesen Farben auseinander. Gerade bei Aquarell zum Beispiel, wie mische ich welche Farbe zusammen. Man lernt dadurch viel mehr, wenn man weniger Farben hat, als wenn man so ein komplettes Set hat, wo alle Farben schon fertig sind. Zudem können solche großen Sets auch am Anfang so ein bisschen, ja, überfordernd wirken, weil das halt so viele Farben sind. Und mit welchen Farben arbeite ich jetzt am besten? Deswegen ist halt mein Tipp: Lieber ein kleineres Set kaufen und sich mit den Farben auseinandersetzen, weil man dadurch auch viel mehr lernt. Ja, und für realistische Porträts braucht man ja meistens auch nicht irgendwie 15 verschiedene Rottöne oder 15 verschiedene Blautöne, weil
Ihr habt ja wahrscheinlich schon mal meine ganzen Buntstifte gesehen. Also mit den Polychromos und Luminance zusammengerechnet habe ich ungefähr 50 verschiedene Farbtöne. Und ich habe auch noch von meinem 24er-Set, von den Polychromos, was ich am Anfang geschenkt bekommen habe, habe ich auch noch einige Stifte, die ich fast noch nie gebraucht habe. So, nun kommen wir zu dem Teil, wo ich sage, ja, Material spielt eine Rolle und das ist zum Beispiel Pastell- und Aquarellpapier. Man sollte wirklich in gutes Papier bei diesen beiden Techniken investieren, weil es sich einfach lohnt und man sich dadurch auch gut weiterentwickeln kann. Weil man sieht natürlich die Ergebnisse von den anderen Leuten ähm, und man fragt sich dann irgendwann, warum kriege ich das nicht auch so hin, warum funktioniert das bei mir nicht? Und da kann ich wirklich nur sagen, kauft euch bei diesen beiden Techniken wirklich gutes Papier. Bei Aquarell kann ich persönlich empfehlen, ähm, 300 Gramm pro Quadratmeter oder mehr zu nehmen. Mehr ist natürlich immer besser. Und 100% Baumwollpapier. Ich arbeite ja zum Beispiel gerne nass in nass und da bleibt das Papier länger feucht und man hat länger Zeit dran zu arbeiten. Und bei Pastellpapier kann ich nur empfehlen, Pastellcard oder Pastellmatt auszuprobieren und auch dort wieder an den Farben zu sparen und lieber in das Papier halt das restliche Geld zu investieren. Denn es lohnt sich wirklich, gerade wenn man realistisch zeichnen möchte, da drauf, weil es viele Schichten aufnimmt und keine Papierstruktur hat. Ich habe zum Beispiel anfangs auch Kopierpapier benutzt und habe mich auch gefragt, wie kriegen die Leute das hin auf Kopierpapier? Und ich wusste es damals halt noch nicht besser und habe dann trotzdem irgendwann auch mal Pastel Card ausprobiert und fand es super. Also ich kann das echt nur empfehlen. Und natürlich kann es auch den Spaß an der ganzen Sache nehmen, wenn man irgendwie merkt, man kann sich gar nicht weiterentwickeln, es geht nicht voran. Woran liegt das? Jetzt habe ich die Sonne im Gesicht. Ähm, ja, und es wird auch oft dieses Ingress-Papier empfohlen. Das ist so ein Pastellpapier mit so Waben, sage ich mal, drin. Kann für Abstrakt oder Stillleben oder Landschaftsmalerei, denke ich, ganz cool aussehen, auch mit der Struktur. Aber wenn du realistisch und detailliert zeichnen möchtest, ist es natürlich äußerst ungeeignet, auch noch Papierstruktur zu haben, die man dann wegarbeiten muss und worauf man nicht viele Schichten aufbringen kann. Also überleg dir das. Ich kann nur empfehlen, bei diesen beiden Techniken auf jeden Fall gutes Papier zu kaufen. Ein weiter wichtiger Faktor neben dem Spaß natürlich am Zeichnen ist gerade bei den realistischen Zeichnen lernen die Geduld, finde ich. Also man kann ja nicht von heute auf morgen super gut zeichnen. Zumindest fände ich das unfair, wenn das irgendwer kann, weil ich habe jetzt auch schon so lange geübt. ähm, ja, es soll Spaß machen und Geduld. Habt Geduld und übt einfach. Ich übe jetzt schon, wie gesagt, seit über 10 Jahren. Und ich kann auch echt nur empfehlen, zeichnet auch eure Bilder zu Ende, auch wenn sie anfangs ein bisschen blöd aussehen. Zeichnet sie zu Ende. Ähm, Es muss keiner sehen. Ihr könnt sie einfach in eine Sammelmappe packen, in eure Schublade tun und die sieht sonst keiner, außer ihr. Und somit habt ihr aber dann die Möglichkeit, jetzt sozusagen nach einem Jahr zum Beispiel, mal wieder in die Mappe reinzugucken und eure jetzigen Zeichnungen mit den Zeichnungen von damals zu vergleichen. Und ich habe auch so eine Mappe. Ich zeige sie mal hier. So. Jetzt ist mal gerade mein Notizbuch runtergefallen. Dankeschön. Sie liegt bei mir auch in der Schublade. Und da sind halt auch meine alten Zeichnungen drin. Ich zeige jetzt mal so ein paar. Zum Beispiel ein Hund im Bleistift oder ein Hamster. Glaube ich auch im Bleistift. Dann, das sollte ein Wolf werden. Also das habe ich so quasi so frei erfunden, diese Szene. Aber ich finde, der Wolf sieht ein bisschen aus wie so ein Mischling aus Wolf und Bär. Dann eines meiner ersten Buntstiftzeichnungen mit dem 24er-Set. Und der Hintergrund ist, glaube ich, ein Pastell. Und hier habe ich jetzt so einen Vergleich. Das ist jetzt auf etwas dickeren Zeichenpapier gezeichnet, dieses Pferd. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich nämlich Pastel Card ausprobiert. Und wurde mir erstmal bewusst, wie viele Schichten eigentlich möglich sind und wie die Leute das hinbekommen,
die ganzen Sachen so realistisch zu zeichnen. Wie gesagt, ich kann echt nur empfehlen, bei Pastell in gutes Pastellpapier zu investieren. So. Das war meine Meinung zum Thema, kann jeder zeichnen? Ich finde, jeder kann zeichnen, wenn er möchte. Wie ist denn eure Meinung zu diesem Thema? Und ich habe da ja so, ich nenne sie immer liebevoll meine 3 Ps. Das ist Passion, Practice und Patience. Und zwar, wenn du mit Leidenschaft dabei bist und mit Spaß dabei bist, dann machst du es natürlich auch häufig, dann übst du viel. Wenn du viel übst, entwickelst du dich schnell weiter und du übst auch geduldig zu sein. Und im Endeffekt entwickelst du dich quasi von selbst, weil du viel übst und dich damit automatisch weiterentwickelst. Natürlich, wenn du ein Ziel vor Augen hast. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch weiterhin viel Spaß beim Zeichnen und Malen. Bis dann, wir sehen uns im nächsten Video wieder.